Herr Rehmann, Sie haben im Jahr 1990 eine NATO-Erfahrung erlebt. Wie war die Vorgeschichte? Die Geschichte war damals so, dass ich mit meinem Bruder in meiner Lieblingspizzeria war. Ich hatte damals Lasagne gegessen, wie ich das schon 50, 100 Mal gegessen habe, damals dort. Und ungefähr nach einer Dreiviertelstunde, wo wir fertig waren mit Essen, sind wir dann zu meinem Freund gefahren. Der hat ungefähr so eine halbe Stunde von dort weg gewohnt, in seinem Bistro. Und wir sind auf der Landstraße gefahren und wir sind ungefähr so 15 Minuten gefahren. Und da ist mir so auf einmal ganz übel geworden. Ich musste dann rechts anhalten auf der Standspur, bin ausgestiegen, habe mich übergeben und hatte keine Kraft mehr. Und dann habe ich zu meinem Bruder gesagt, er soll weiterfahren. Der ist dann da weitergefahren und ich habe mich auf dem Beifahrersitz Platz genommen. Dann sind wir wieder so 15 Minuten, 20 Minuten gefahren, bis wir dann in dem Bistro waren. Dann bin ich dann da reingelaufen, dann habe ich zu meinem Freund gesagt, dem hat das Bistro gehört damals, er soll mir bitte einen Schnaps machen. Und der hat sich noch gewundert, er hat zu mir gesagt, Jochen, warum trinkst du Schnaps? Du trinkst ja sonst nie einen. Und dann habe ich gesagt, ja, mein Bauch ist nicht so gut und ich brauche jetzt einen Schnaps. Ja, dann habe ich den Schnaps getrunken und ich bin an der Theke gesessen auf dem Barhocker. Ungefähr so nach 5 oder 10 Minuten, mir ist immer schlechter geworden, immer schlechter. Bis ich irgendwann, so ungefähr nach 10 Minuten, ungefähr vom Gefühl her, von dem Barhocker runtergefallen bin auf den Boden. Da lag ich da und ich war verwundert, weil ich konnte nicht mehr sprechen, ich hatte totale Blockade. Und ich kannte das von mir nicht, dass ich selber eine Blockade habe, dass ich nicht mehr sprechen kann. Ja? Und ich wollte zu meinem Bruder oder zu meinem Freund sagen, die sollen unbedingt einen Krankenwagen holen. Weil ich auf dem Boden lag, mir ging es ja schlecht und ich konnte mich ja nicht mehr bewegen. Und das war für mich eine Erfahrung, die ganz neu war, weil ich das so ja nie kannte, dass ich mich selber nicht mehr bewegen kann. Ich habe die ganze Herrschaft über meinen Körper verloren gehabt. Irgendwann sind meine Augen zugegangen, ich lag am Boden und habe nur noch mitbekommen, wie mein Freund den Krankenwagen angerufen hat. Dann war es so, dass irgendwann das helle Licht in meinen Kopf gekommen ist. Und das helle Licht ist immer stärker geworden. Und dann bin ich in das Licht reingegangen und bin in dem Licht nach oben geflogen. Und das Licht ist immer heller geworden. Und ich bin wie so ein Schlauch durch das Licht geflogen. Und ich bin ungefähr vom Gefühl her so 3-4 Minuten bin ich da hochgeflogen. Also es war schon ziemlich lang. Also wie wenn man von hier die Sonne sieht und man guckt hoch, ungefähr so weit war der Weg ungefähr, vom Gefühl her. Und dann war oben das Licht zu Ende und dann bin ich da oben rausgeflogen und dann war ich auf einmal auf einer Wiese gestanden. Vor der Wiese war ganz große Mauern und ein riesengroßes Tor. Und dann habe ich noch mich links und rechts rumgeschaut und habe ich mir gedacht, wo bin ich denn hier? Ich wusste ja gar nicht, wo ich bin. Und dann gingen auf einmal die Türen auf. Wo die Türen aufgegangen sind von den großen Toren, war eine grüne Wiese mit schönen Blumen und die Engel sind da rumgeflogen und dann bin ich da reingelaufen und es war so wunderbar, es war so schön weich und warm. Die Erfahrung war eine ganz, ganz schöne Erfahrung, wie ich sie noch nie in meinem Leben hatte. Und dann sind die Engel zu mir hergeflogen und dann mein Opa und meine Oma waren ja damals schon lange Jahre verstorben. Und dann kam die Stimme von meinem Opa und dann hat er gesagt, was willst denn du hier? Dann habe ich gesagt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Dass ich unten kapituliert bin, habe ich zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr registriert, weil ich nur noch das da oben mitbekommen habe. Und dann haben die mit mir so gesprochen und dann war das so schön und dann habe ich gesagt, hier gefällt mir es aber, hier bleibe ich. Und dann haben die zu mir gesagt, nein, du darfst ja nicht bleiben.
Dann habe ich gesagt, warum nicht, hier ist schön, warum soll ich wieder hier weg? Und dann haben sie gesagt, nein, es ist noch nicht deine Zeit. Dann habe ich gedacht, warum sagen die das so zu mir? Wenn es doch schön ist, können die mich doch hier lassen. Und dann wollte ich aber nicht widersprechen. Dann habe ich mich wieder rumgedreht, bin wieder durch die Tore durchgelaufen und war wieder vor dem Licht gestanden, in dem Tunnel. Dann habe ich mich rumgedreht, habe gesehen, wie die Türen zugegangen sind. Und dann bin ich wieder vor das Licht gestanden und dann bin ich durch das Licht durchgeflogen, wieder nach unten. Also wie Raketenantrieb da runtergeflogen. Und dann bin ich aufgewacht und dann bin ich im Notarztwagen drin gelegen. Und da war es mir kalt ohne Ende. Und da habe ich zu den Sanitätern gesagt, oh, ich friere so, die sollen mich zudecken. Und ich war eigentlich schon mit so einer Decke zugedeckt, aber mir war es trotzdem kalt ohne Ende. Und mich hat es gewundert, weil oben war alles so wunderbar und da unten habe ich gefroren. Und eigentlich war es eigentlich gar nicht so kalt. Ich komme noch einmal zurück zur Nahtoderfahrung. Sie haben gesagt, als Sie vom Barhocker gefallen sind, haben Sie wie einen Schlauch gesehen. Oder einen Tunnel? Oder ein Tunnel, ich würde sagen Tunnel. Tunnel oder Schlauch ist eigentlich das Gleiche. Und wie groß war der gefühlt? Der Tunnel war ungefähr, wie breit war der vielleicht? So 2 Meter ungefähr. 2 Meter. Und was mir aber aufgefallen ist, wo ich in den Tunnel eingedrungen bin und wo ich in das Licht gegangen bin, war das Licht unten schwächer. Und soweit ich nach oben gekommen bin, ist es immer stärker, greller und heller geworden. Zurück zu dieser Mauer und zu diesem Tor. Ja. Wie hoch war dieses Tor? Oder Sie haben von Toren gesprochen. Das waren solche ganz große Tore, wie es damals bei Spekulatius oder damals, wo sie die, wie soll ich sagen, oder in Rottenburg auf der Tauber, hat es auch so ganz große Mauern, wie die großen Stadtmauern in Rottenburg auf der Tauber zum Beispiel, das sind ja ganz hohe Mauern, wie hoch sind die? 10, 20, 15, 20 Meter, die sind ziemlich hoch, die Mauern eigentlich. Und die waren ziemlich hoch, die Mauern. Also man konnte nicht über die Mauern drüber gucken. Die waren bestimmt 4-mal so hoch, wie ich selber war. Also vielleicht gut 8 Meter hoch. Ja, bestimmt, ja. Und das Tor, wie groß war das? Das war auch riesig groß. Also das war bestimmt auch mindestens 2, 4, 6 Meter bestimmt hoch. Meter, ja. Und das war richtig ganz, ganz breit. Wo die 2 Tore aufgingen, das muss man sich vorstellen, wie wenn man praktisch damals mit einem Pferdegespann durchfahren konnte und riesen Platz nur links und rechts hatte. Wie sahen die Mauern aus? Die Mauern waren eigentlich so grau von außen. Grau, ja. Und als Sie hinter die Mauer kamen, da haben Sie gesagt, Sie haben eine Blumenwiese gesehen. Genau. Eine Blumenwiese mit Wolken und auf den Wolken waren die Engel. Und da waren ganz viele Engel und die sind alle da rumgeflogen. Wie groß waren diese Engel? Wie sahen sie aus? Die waren weiß. Schneeweiß waren die. Wie man sie ja manchmal im Laden auch kaufen kann in Kleinformat. So kleine Engelchen mit schönen weißen Flügeln. Also so Federn haben die gehabt. Also so richtig große Flügel haben die, nicht so ganz kleine, sondern schon ein bisschen größere Flügel haben die gehabt. Und die sind da rumgeflogen und es war wirklich so vom Gefühl her so fantastisches Gefühl, so warm und so herzlich. Und deswegen, wenn ich heute überlege, wenn ich heute sterben würde, wäre das für mich gar nicht mehr schlimm, weil ich weiß jetzt, wie das ist, wenn man stirbt. Ja. Sie haben gesagt, Sie haben Ihren Opa gehört. Haben Sie ja, gehört von der Stimme her, ja. Und gesehen? Gesehen auch, ja. Ja. Und wie sah dieser Opa? Aber der Opa, den habe ich nicht mehr so gesehen, wie ich ihn zu Lebzeiten hier gesehen habe, sondern nur als Engel mit einer Stimme. Also er hat nicht so ausgesehen, wie ich ihn früher kannte. Aber ich habe ihn erkannt an der Stimme. Und Ihre Oma haben Sie auch gehört? Meine Oma habe ich auch gehört, ja. Die hat zu mir gesagt, ja, wie geht's denn? Dann habe ich gesagt, ja, mir geht's gut. Und dann haben die zu mir halt einfach gesagt, dann habe ich gesagt, ich habe nur zu denen gesagt, jetzt bin ich aber froh, dass ich bei euch bin, ja. Und dann haben die zu mir beide gesagt, also zusammen haben sie mir gesagt, und dass ich nicht hier bleiben darf. Also sie haben zu mir gesagt, ich darf nicht da bleiben. Und ich wollte eigentlich da bleiben. Weil es war ja genauso schön wie unten, aber die Wärme war halt da. Die richtige schöne Wärme. Also so eine Wärme ist
Wie soll ich es denn erklären? Ja, wenn es richtig schön kuschelig warm ist, wenn man in der Decke eingekuschelt ist bei Lagerfeuer, zu Hause im offenen Kamin so. Hinter dem Tor haben Sie eine Blumenwiese gesehen und Genau. auch diese Engel. Die war riesengroß, ja. Ja. Und Wiese. haben Sie außer dieser Blumenwiese, hat es auch noch Gebäude gehabt? Oder? Nein, gar keine Gebäude. Nur Gebäude gar keine. Es waren nur die Wolken und die Engelchen, wo rumgeflogen sind. Ja. Und die Engelchen sind geflogen und die Engelchen sind gestanden, da waren ja mehrere. Es waren ja 20, 30 Stück waren da. Also es war nicht einer alleine, es waren mehrere. Aber die anderen, die haben halt nicht gesprochen. Es waren nur 2 oder 3, wo mit mir geredet haben. Ja. Und dann kamen Sie wieder zurück zum Rettungswagen, sind dort wieder erwacht. Da bin ich wieder erwacht, Wie ja. ging es dann weiter? Ich habe gesagt, ich friere so, sie sollen mich zudecken. Da haben die zu mir gesagt, ja, wir sind sowieso jetzt gleich da. In ein paar Minuten sind wir da. Und dann habe ich gar nichts mehr geredet. Ich wusste, weil ich mit der Situation überfordert war, ich wusste gar nicht, was ich jetzt damit anfangen soll. Jetzt liege ich da, gerade eben war ich da oben, warum war ich da oben? Und die Situation, ich konnte das gar nicht, ich habe das damals gar nicht so begriffen richtig, was eigentlich dort genau jetzt passiert ist. Mhm. Und wo ich dann im Krankenhaus war, dann haben sie mir den Magen ausgepumpt und dann bin ich auf die Station gekommen, da haben sie mir dann Infusionen gegeben und wo ich da so in meinem Bett saß und so überlegt habe, habe ich gedacht, was hast du da jetzt gerade erlebt? Und dann habe ich zu mir innerlich gesagt, sowas passiert so schnell nicht wieder. Habe ich zu mir gesagt. Aber ich sollte eines Besseren belehrt werden und ich werde nie wieder in meinem Leben sagen, sowas passiert mir nie wieder, weil sowas kann schneller wieder passieren, als einem lieb ist oder als man glaubt. Okay, wenn es passiert und die Zeit ist um hier, dann ist das auch gut, ja. Aber auf dem Erdenleben hier ist es ja auch schön. Also man kann ja nicht sagen, also man kann sich ja das Leben auch schön machen hier. Die Sache war jetzt aber so im Krankenhaus, wo ich das gesagt habe, das passiert mir nicht mehr so schnell, war dann die Geschichte so, dass ich im Bett lag, Infusion, also die Nadel am Arm drin hatte und die Infusion bekommen habe. Und wo dann die Infusion reingelaufen war, so ungefähr eine Stunde oder so, es war ja dann abends auch schon ungefähr 22 Uhr, war dann auch schon ein bisschen müde. Dann kam die Nachtschwester rein, hat die Infusion bei mir weggemacht und dann habe ich mich schlafen gelegt. Ich bin dann eigentlich sofort eingeschlafen nach der Sache, wie das eigentlich in meinem Leben immer so war. Wenn ich mich ins Bett lege, habe ich immer sofort geschlafen. Und in der Regel war es so, wenn ich geschlafen habe, also wenn ich ins Bett gegangen bin, habe ich immer geschlafen bis zum nächsten Morgen. Also ich war auch schon jetzt 3-mal oder 4-mal im Krankenhaus wegen Herzinfarkt. Und da war es grundsätzlich immer so, wenn ich abends eingeschlafen bin, bin ich immer erst morgens wieder aufgewacht, wenn die Frauen morgens um 6, 7 reingekommen sind. Aber da, in dieser Nacht war es ganz anders. Die Nacht war es so, dass ich irgendwann nachts um 3 aufgewacht bin. Und dann habe ich mich gewundert, warum habe ich so an mein Bett gelangt und habe mich gewundert, warum alles so nass ist. Und dann habe ich mein Licht angeschaltet und dann habe ich unter die Bettdecke geschaut und dann habe ich mich gewundert, warum ist alles so nass in meinem Bett? Und dann gucke ich so drunter, dann war das ganze Bett feuerrot. Und dann habe ich überall geschaut, wo das sein kann, wo kommt das Blut raus, habe nirgends was gefunden, wo das rauskommen konnte. Und dann habe ich die Nachtschwester gerufen. Und dann kam die Nachtschwester und dann habe ich weitergeschaut und dann habe ich es gesehen. Dann habe ich so auf meinen Arm geschaut und dann habe ich gesehen, da wo normal die Infusion drin war, wo die Schraube dran ist, wo zu war, die war nicht richtig zu und da war der ganze Arm, habe ich gesehen, wie die Spur mit dem Blut nach unten gelaufen ist. Mhm. Das heißt, wenn ich in dieser Nacht nicht aufgewacht wäre, wäre ich in dieser Nacht das 2. Mal gestorben. Mhm. Also das heißt, der liebe Gott wollte einfach nicht, dass ich gehe, weil meine Zeit noch nicht vorbei ist. Und er wollte mich darauf hinweisen, also das war eine Botschaft von ihm, das sehe ich heute so. Früher habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht, aber wenn man später älter wird, erlebt man viele Sachen
Und ich habe ja, durch Herzinfarkt war ich auch schon ein paar Mal schon tot oder durch Autounfall mit Totalschaden. Ungefähr so 13, 14 Mal wäre ich eigentlich tot gewesen. Wo ich immer noch wieder haarscharf dran vorbei bin, weil einfach meine Zeit noch nicht abgelaufen ist. Weil ich noch eine Aufgabe habe. So wie zum Beispiel jetzt das, den Leuten hier näher zu bringen und denen zu sagen, dass wenn der Tag kommt, dass man stirbt, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist. Ich war letztes Jahr in Mallorca, in einem Hostel, und da kam auch so ein älterer Mann mit so einer Frau in unser Hostel rein. Und er läuft da rein und hat geschaut und dann hat er mich gefragt, ob ich da wohne, und dann habe ich mich gewundert, warum er mich fragt. Ja, habe hier nur Zimmer frei. Und dann sage ich, weiß ich nicht, müssen Sie mal fragen. Und dann ist er weggelaufen und dann kam er wieder zu mir und dann hat er wieder mit mir gesprochen. Und ich habe eigentlich gedacht, es ist seine Frau, was mit ihm unterwegs ist. Und dann kam er wieder zu mir und dann habe ich ihn gefragt, was machen Sie denn hier? Dann hat er gesagt, ja, er ist mit seiner Frau im Urlaub, mit seiner Freundin im Urlaub hier, und er wohnt 2 Dörfer weiter und er wollte sich halt hier umschauen. Und dann habe ich mich gewundert, wenn er doch ein Hotel hat, warum schaut er sich dann hier um? Das hat mich gewundert. Und dann später ist mir die Erkenntnis gekommen, warum er ist von Gott zu mir geschickt worden, weil, jetzt kommt es nämlich, ich habe ihn gefragt, ja, wie es ihm so geht, und dann sagte er, ja, ihm geht es nicht so gut, seine Frau ist vor 3 Jahren gestorben, aber er glaubt nicht an Gott. Dann habe ich ihn gefragt, ja, aber warum glauben Sie denn nicht an Gott? Man geht raus in die Kirche und macht verschiedene andere Sachen. Sie können heute so viel im Internet recherchieren und Sie kriegen eigentlich auch, wenn Sie wollen, Ihre Bestätigung dafür, dass Sie die Bestätigung kriegen, dass es diesen gibt. Sie kriegen die Bestätigung 100%ig. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, aber ich glaube irgendwie nicht dran und so. Ja, warum hat der liebe Gott meine Frau mir genommen? Ich habe sie über alles geliebt, und er hat sie mir genommen. Dann habe ich zu ihm gesagt, jetzt hören Sie her. Sie müssen sich einfach finden. Ich sage Ihnen eins, Sie haben mich jetzt getroffen, weil ich Ihr Botschafter bin. Dann sagt er zu mir, wieso denken Sie so? Dann sage ich ganz einfach, weil ich schon Nahtoderfahrung gehabt habe, weil ich schon dort war und weil ich gesehen habe, wie das ist. Und ich sage Ihnen eins, wenn Sie nicht an Gott glauben, kann Ihre Frau, wenn Sie sterben, niemals abholen. Weil wenn Sie keinen Glauben haben, dann kann sie nicht abholen. Und das war ihm dann schon einleuchtend. Und dann hat er geweint vor mir. Und dann sagt er zu mir, ja, aber wie soll ich ihn glauben? Dann sage ich, gucken Sie mal her. Ja, aber wenn es einen Gott gibt, warum hat er mir denn meine Frau weggenommen? Dann habe ich zu ihm gesagt, gucken Sie mal her. Ich habe die ganzen Jahre so viel recherchiert. Und das war mein Glück, dass der liebe Gott mich hat immer weiterleben lassen, damit ich auf dem Gebiet mich weiterbilden kann. Ja? Und meine Erkenntnis ist die, dass wenn ein Mensch an Krebs stirbt, hat er vielleicht im Vorleben schon mal gelebt und hat irgendwie vielleicht irgendwas falsch gemacht und hat das nicht wahrgenommen und deswegen musste der jetzt so wiedergehen. Aber Sie dürfen niemals denken, dass wenn der liebe Gott Ihre Frau genommen hat, dass das schlecht ist, weil, ich sage Ihnen Folgendes, wenn der liebe Gott Ihre Frau genommen hat, für Sie mag das schlimm sein, ja, aber für Ihre Frau nicht, weil Ihre Frau hat die Erlösung, die hat das Schönste jetzt überhaupt. Sie hat keine Sorge mehr, sie hat keine Schmerzen mehr, sie hat ein wunderschönes Leben jetzt da oben im Himmel und das kann ihr niemand nehmen. Und wenn Sie an Gott glauben und Sie auch irgendwann mal gehen, dann können Sie mit Erfüllung gehen. Und dann werden Sie mit Erfüllung da oben aufgenommen. Aber wenn Sie den Glauben nicht haben, wird es niemals so sein, wie Sie sich das vorstellen. Diese Nahtoderfahrung hat Ihnen die Möglichkeit gegeben, anderen Menschen zu helfen. Richtig, ja. So sehe ich das heute. Ja. Herr Rehmann, Sie haben im Laufe Ihres Lebens noch weitere besondere Erfahrungen gemacht. Welche sind Ihnen besonders gut in Erinnerung geblieben? Also die Sache war so, es war auch 1990, wo ich damals das Nahtoderlebnis gehabt habe, war das ein einschneidendes Erlebnis überhaupt in meinem ganzen Leben. Ja.
weil früher wurden wir so erzogen von unseren Eltern, dass wir immer sonntags in die Kirche gegangen sind und dass es den lieben Gott gibt. Aber letztendlich war es früher so, es kann ihn geben und es kann ihn nicht geben. Also ich war davon nicht so 100%ig überzeugt, dass das den wirklich gibt. Und die Sache war aber so, dass ich 1990, in dieser Zeit, wo ich die Nahtoderlebnis hatte, ich noch Träume hatte in der Nacht. Und ich hatte bestimmt ungefähr 10 solche Träume, die ich später live erlebt habe. Und das war für mich wieder eine Geschichte, die für mich ganz am Anfang war ganz schlimm. Also die Träume an sich waren eigentlich zum Teil schöne Träume und es waren schlimme Träume. Also es waren gemischte Sachen, was ich so geträumt habe. Damals, wo ich sie geträumt habe, habe ich morgens, wo ich aufgewacht bin, habe ich immer gedacht, was war das, was war das? Was habe ich da geträumt? Ja, das gibt's doch gar nicht und so weiter und so fort. Aber eine Geschichte will ich schon erzählen, weil das schon eigentlich eine interessante Geschichte war. Und zwar, die Geschichte war so, dass ich damals geträumt habe, ich habe ein Hotel gesehen mit Gold und mit Palmen im Hotel innen drin und mit dem Swimmingpool, wo Bettoklötze eingebaut waren mit einer Bar drin und früher gab es sowas gab es überhaupt gar nicht. Und ich war früher schon in 5-Sterne-Hotels in Deutschland und weil ich ja selbstständig war, bin ich viel in Deutschland rumgekommen und ich war in viele gute Hotels wie in Steigenberger und das war ja schon die obere Klasse und selbst die hatten sowas nicht damals. Was ich aber nicht wissen konnte, dass ich 20 Jahre später, ein Freund hat mich nach Dubai eingeladen, er macht so Live-Trading im Burj Al Arab in dem 7-Sterne-Hotel und er hat mich eingeladen, eine Woche dort teilzunehmen. Und er wollte für mich das Hotel buchen. Also er hat gesagt, Jochen, komm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme, ich buche aber mein Hotel selber. Früher war es aber so, wenn du Hotels gebucht hast, konntest du dann im Internet nicht nachschauen, weil früher gab es kein Internet. Da hast du das alles übers Reisebüro gemacht. Dann habe ich im Reisebüro angerufen, habe Sheraton Hotel, also habe ich geschaut, in der Nähe von dem Burj Al Arab Hotel, dass es in der Nähe war, dass ich da hinlaufen konnte oder mit dem Taxi nur 5 Minuten fahren, habe ich dann mir im Reisebüro gesagt, sollen mir ein Sheraton Hotel raussuchen oder ein gutes Hotel, 5-Sterne-Haus, wo in der Nähe ist. Das haben die dann im Reisebüro gemacht, haben mir dann die Rechnung geschickt, ich habe die Rechnung bezahlt und 14 Tage später bin ich dann nach Dubai geflogen, bin dann aus dem Flugzeug ausgestiegen, bin ins Taxi eingestiegen und im Taxi zum Hotel gefahren. Ich fahre vor das Hotel, steige an dem Hotel aus und habe gedacht, es kann nicht wahr sein, weil da kam ein Traum wieder zurück, wo ich vor 20 Jahren vorher geträumt habe, aber ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Ich habe gedacht, das gibt's nicht, das kann gar nicht wahr sein. Ja, auf jeden Fall bin ich in das Hotel, die Türen gingen so auf, ich laufe rein, dann sehe ich den Empfang, und neben dem Empfang waren ganz riesengroße Palmen, die waren 20 Meter hoch, das ganze Hotel war mit Glas, war Sheraton Hotel, direkt am Meer. Und ich sehe die ganze Palmen in dem Hotel innen drin und sowas gibt es ja normal auch nicht, dass Palmen dass die draußen im Freien sind, ja, aber nicht im Hotel selber drin. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich doch das mal genauer begutachten. Und dann bin ich hinten zum Hotel, zu der Türe hinten raus und bin zu dem Pool hinten rausgelaufen. Dann habe ich genau gesehen, hat alles genau wie in meinem Film. Also der Film ist ja dann in meinem Kopf abgelaufen und dann wusste ich ja, wie das aussehen muss. Dann laufe ich da hinten raus, dann habe ich den Pool gesehen, dann gucke ich weiter, dann sehe ich neben dem Pool, sehe ich die Bettoklötze da drin, dann habe ich die Bar gesehen, alles genau so, wie ich es in meinem Traum gesehen habe. Dann habe ich gedacht, ich spinne. Das kann gar nicht sein. Ja, aber die Sache ist, dass mein Film noch weitergegangen ist. Und dann, wo ich da rausgegangen bin, habe ich eine Familie gesehen. Und es war eine amerikanische Familie, also weil die damals Englisch gesprochen haben in meinem Traum. Es war eine amerikanische Familie. Er war Banker, das wusste ich. Und die haben 2 Kinder gehabt. Und die haben ein Mädchen gehabt mit blonde Haare und einen Sohn, was außergewöhnlich war, mit rote Haare. Und sowas gibt es ja auch nicht so oft.
Und es war in meinem Film so drin. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn das jetzt wirklich 1:1 war, wo ich dann die Familie, wo ich gesehen habe in meinem Film, weil die habe ich da nicht gesehen. Okay, dann habe ich eingecheckt im Hotel, war dann den ersten Tag da, bin ins Burj Al Arab gefahren zu meinem Freund, habe dann den ersten Tag Schulung gemacht, dann am nächsten Tag bin ich wieder ins Hotel, bin ich abends wieder ins Hotel, dann am nächsten Tag wieder aufgestanden, wieder zu meinem Freund ins Burj Al Arab gefahren, wieder den Tag Schulung gemacht. Und am dritten Tag, und ich bin abends dann, war immer um 17 Uhr Feierabend, und dann bin ich immer nach der Schulung, also wenn ich dann in meinem Hotel wieder war, bin ich hinten zu dem Pool raus, weil ich unbedingt wissen wollte, ob wirklich die Familie wirklich kommt, was ich in meinem Traum, weil ich habe gedacht, dann war halt der Traum Spinnerei oder es war halt nicht reell. Ja, aber auf jeden Fall am dritten Tage hatte ich so ein Gefühl, dass ich gedacht habe, heute ist der Tag, heute kommen die Leute. Ich habe das Gefühl, heute kommen die. Und dann bin ich am dritten Tag, war die Schulung bei meinem Freund mittags schon um 3 Uhr, war die schon zu Ende. Und dann habe ich ein Buch genommen und bin hinten rausgelegen in den Liegestuhl und habe mein Buch gelesen. Und habe gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, was heute passiert. Und dann ist erst gar nichts passiert. Und irgendwann kam die Frau gelaufen. Dann habe ich die Frau erkannt. Dann denke ich mir, habe ich doch recht, Mann, die Frau. Aber wo sind die Kinder? Ungefähr so 20 Minuten später kam dann ihr Mann mit den 2 Kindern. Und das Mädchen war das blonde Mädchen mit dem rothaarigen Sohn. Und dann bin ich extra, weil ich gedacht habe, jetzt will ich es ganz genau wissen. Sprechen die Deutsch oder Englisch? Und dann bin ich so zu denen hingelaufen, weil ich es hören wollte, wo die miteinander reden. Und dann haben die tatsächlich Englisch geredet. Und somit war mein ganzer Traum, was ich vor 20 Jahren vorher geträumt habe, alles 100% so, wie ich es live erlebt habe. Und so hatte ich nochmal 2, 3 Träume, wo identisch sind. Okay, brauche ich jetzt nicht alles erzählen, aber das hat mir so einen Denkzettel gegeben, dass es doch mehr gibt als alles nur einfach. Können Sie sich erklären, warum das so ist? Damals, wo das mit den Träumen waren, ja, dann habe ich morgens immer gedacht, was war das Verrücktes, was ich geträumt habe. Später, wo ich es live erlebt habe, war es für mich eine ganz schlimme Zeit. Es war für mich eine ganz schlimme Zeit, weil ich kam überhaupt damit gar nicht klar und ich hatte Riesenprobleme damit und ich hatte früher eine Hellseherin und zu der bin ich gegangen und ich habe die gefragt, sag mal, was kann ich da machen? Ich habe sowas geträumt und das und das und das. Das macht mich alles verrückt. Ich glaube, ich muss zum Doktor, zum Psychiater, weil bei mir im Kopf, da stimmt irgendwas nicht. Das hat mich fast zum Verrücktwerden hat mich das gebracht. Weil ich konnte das nicht verstehen. Aber im Laufe der Jahre, wo ich jetzt Herzinfarkt hatte, 99% Verschluss, wo ich fast tot war, oder wo der Arzt mich nach Hause geschickt hat, wenn ich nicht zum anderen Arzt gegangen wäre, dann wäre ich auch da tot gewesen. Ich habe so viele Sachen erlebt, wo der Tod vorbeigeschrammt ist. Und deswegen sehe ich das heute ganz anders. Heute sehe ich das so, dass es einfach nur vom lieben Gott verschiedene Botschaften an mich waren, was alles möglich ist, was man alles erleben kann und dass das alles die Wahrheit ist und dass das nicht irgendwie manipuliert ist, weil viele Verschwörungstheorien, ja, das gibt es nicht und das ist alles Blödsinn und das gibt es nicht. Es gibt es 100%ig. Herr Rehmann, was für Auswirkungen hatten all diese Erfahrungen auf Ihre Weltsicht, auf Ihre Sicht der Dinge? Ich sehe halt das Leben heute ganz anders, als ich es früher gesehen habe. Ich weiß ganz genau, dass es eine höhere Macht gibt, dass ich früher überhaupt gar nicht gedacht habe, dass es sowas überhaupt gibt. Und für mich ist es so, dass ich darüber denke, dass für die Menschen allgemein ich sehe mich so ein bisschen als Botschafter und dass ich einfach den Leuten da draußen sagen möchte, dass sie eigentlich gar keine Angst vor dem Tod haben müssen,
weil das ist so wunderschön und ich bin da hundertprozentig überzeugt, dass wenn man dort angelangt ist, oben im Himmel, dass man einfach die Erfüllung hat und diese Erfüllung hat man so auf dem Erdenleben eigentlich nie gehabt. Die Wärme und alles, wie es ist. Und viele Leute, ich habe schon mit vielen Leuten gesprochen und ganz viele Leute haben Angst vor dem Tod. Muss man aber gar nicht haben, weil das eigentlich gar nicht so ist. Und jeder, der das wissen möchte, kann im Internet auch ganz viel darüber recherchieren und der wird den Beweis dafür bekommen, dass es so ist. Herr Rehmann, herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte, danke.